Liebe Zuschauer, ich begrüße Sie heute vom Flugplatz Berlin-Gatow. Dieser Flugplatz ist seit 1994 aufgelassen, deswegen können wir hier so herrlich entspannt mitten zwischen Flugzeugen stehen. Er ist einerseits ein militärhistorisches Museum und zum anderen dient er nach wie vor mit einer Kaserne der Bundeswehr als Standort. Berlin hat ja eine große Tradition an Flugplätzen, an Verkehrslandeplätzen, an Übungsflächen, angefangen mit Johannisthal, Adlershof, wo zum Beispiel die Gebrüder Wright aus den USA sehr, sehr viel geflogen sind. Weiter dann mit Raketenversuchsgeländen in Tegel, dann natürlich ab den 20er Jahren den Flughafen Tempelhof und eben auch ab den 20er Jahren hier den Flughafen Gatow oder den Flugplatz Gatow, der zunächst einmal Segelfliegern zum Üben diente und später dann in den 30er Jahren den Nationalsozialisten ein Flugplatz war, um Piloten auszubilden. Eine Anmerkung am Rande, es gab mehrere Flugplätze in Deutschland, im Deutschen Reich, an denen ausgebildet wurde. Einer ganz im Osten in Breslau. Und Breslau war damals die 5. größte deutsche Stadt. Aber das nur als kleine Randnotiz, finde ich ganz interessant. Gatow wurde richtig bekannt nach dem Zweiten Weltkrieg, als es nämlich Teil der Luftbrücke war. Die Menschen kennen immer den Flughafen Tempelhof, die Menschen wissen kaum, dass Gatow fast noch wichtiger war für die Versorgung der Stadt, weil hier sehr, sehr viel gelandet wurde. Und neben Gatow auf der Havel gab es ebenfalls viel Luftbrückenverkehr durch Wasserflugzeuge. In der Zeit des Kalten Krieges gehörte der Flugplatz zur britischen Besatzungszone. Wenn beispielsweise die britische Königin Queen Elizabeth nach Berlin kam, dann ist sie hier in Gatow gelandet. Es kommt immer mal wieder die Frage auf, ob Gatow noch eine roll- und flugfähige Start- und/oder Landebahn hat. Hat es theoretisch. Die Bahn, die heute noch existiert, ist 860 Meter lang und dient einmal im Jahr bei einem Sommerfest, das ich Ihnen auch wärmstens ans Herz legen kann, als Start- und Landeplatz für kleinere Flugzeuge. Diese Transall, die Sie hier sehen, die ist tatsächlich vor einigen Jahren aus eigener Kraft gelandet, ist jetzt Bestand des Museums, könnte aus eigener Kraft aber nicht mehr starten, weil die Länge der Bahn das nicht mehr hergibt. Wir hatten schon vorher abgesagt. Liebe Zuschauer, wir stehen in Hangar 3. Sie können hier einen fantastischen Überblick gewinnen über die Militärluftfahrt aus den Anfängen heraus, spätes 19. Jahrhundert bis in die Gegenwart. Dieser mobile Einsatzcontainer, liebe Zuschauer, stand während des Jugoslawienkrieges im italienischen Piacenza. Von hier aus wurden zahlreiche Einsätze der Bundeswehr in NATO-Auftrag koordiniert. Der Tornado, den Sie hinter mir sehen, war aktiv im Kampfeinsatz über Jugoslawien. Das hier ist die letzte MiG-29, die im Besitz der Bundeswehr war. Piloten schwärmen von diesem Flugzeug, weil es einfach fantastische Flugeigenschaften hat. Und dieses Flugzeug ist auch bis heute eines der modernsten, die eigentlich einsatzfähig sein können. Der Rest der MiG-29-Flotte wurde von der Bundeswehr nach Polen verkauft für den symbolischen Preis von €1 pro Flugzeug.
Fast etwas unscheinbar über der MiG-29 hängt eine Chipmunk. Dieses einmotorige Flugzeug war hier in Gato stationiert und diente den hiesigen Piloten dazu, ihre Fluglizenz zu erhalten. Wenn sie dann also von Gato ja direkt in die Ostzone hineinstarten mussten, hatte das Flugzeug natürlich auch Kameras an Bord, um möglichst alles zu fotografieren, was man fotografieren wollte. Das war nicht erlaubt, es gab da ja ganz klare Absprachen zwischen den Alliierten. Dann gab es den Zwischenfall, dass das Flugzeug auf DDR-Seite beschossen wurde. Die Fotoaufnahmen, sprich der Beweis, lagen vor. Man konnte sie aber nicht verwenden, weil das Fotografieren ja nicht erlaubt war. Im Lagezentrum der Nationalen Volksarmee in Strausberg wurden sämtliche Manöver und Truppenbewegungen der NATO verfolgt. Dazu gab es eine ungefähr 13 mal 21 Meter große Reliefkarte im Maßstab 1 zu 50.000, die das Gebiet West- und Mitteleuropas abbildete. Mehr als 10.000 Leuchtdioden sowie über Videokamera vergrößerte Ausschnitte ermöglichten den Mitarbeitern in der Hauptnachrichtenzentrale des Ministeriums für nationale Verteidigung eine genaue Lagedarstellung. In meiner Begrüßung hatte ich ja vorhin schon erzählt, dass die Berliner Luftbrücke nicht nur Tempelhof und Gato und Tegel, sondern auch die Havel mit eingeschlossen hat. Das hier ist eines dieser typischen Flugboote vom Typ Sunderland, die also mehrere Monate lang auf der Havel gelandet sind und Fracht nach Berlin gebracht haben. Ein ganz interessanter Vergleich. Das Flugzeug, das Sie hier sehen, ist ein Canadair CL-13 F-86. Dieses einmotorige Düsenflugzeug wurde von westlicher, also von amerikanischer Seite eingesetzt im Koreakrieg. Und wenn die Kamera schwenkt, dann sehen Sie eine MiG. Und das war das Flugzeug, was die nordkoreanische Seite, also die sowjetrussische Seite natürlich auch als Counterpart hatte. Die MiG war ein Zweisitzer, während der Canadair Jet ein Einsitzer war. Das Flugzeug, das Sie jetzt von hinten sehen, ist eine sogenannte Fairey Gannet. Gannet bedeutet auf Englisch der Bastörbel, also ein Vogel, an dessen Form dieses Flugzeug ein ganz klein wenig erinnert. Es ist auf Flugzeugträgern stationiert, deswegen konnte man die Flügel einklappen und es diente zur Jagd auf U-Boote. Wir stehen an einem wunderbaren Modell, das das Areal um den Flugplatz Gato ungefähr in den 1930er Jahren zeigt. Sie sehen hier unten das westliche Ufer der Havel. Dem schließen sich gleich erste Kasernengebäude an. Diese Gebäude gibt es zum Teil heute noch und beinhalten die Klinik Havelhöhe. Der Schwenk über den heutigen Kladower Damm und der Haupteingang der General-Steinhoff-Kaserne. Und wenn man dann weiter Richtung Westen schwenkt, kommt man auch zum Gelände des ehemaligen Flugplatzes Gato. Damals noch auch sehr eingefasst mit viel Wald. Und im Hintergrund freies Feld, das heute größtenteils mit Wohnanlagen verbaut ist. Ich möchte Ihnen kurz nochmal die Lage des Flugplatzes Gato im Verhältnis zur Stadt Berlin zeigen. Dieser Blick geht Richtung Osten. Sie haben hier den Verlauf der Havel, den Grunewaldturm und dann den Grunewald. Und dann geht es hier weiter mit dem Fernsehturm am Alexanderplatz beispielsweise und der City West um den Kurfürstendamm und Townsend herum. Es gab in den 1930er Jahren den Plan, einen kreisrunden Flugplatz zu bauen, sodass die Flugzeuge in jede Himmelsrichtung, je nachdem wie der Wind stand, hätten starten bzw. landen können. Das wurde aber nicht realisiert. Natürlich gehört auch die Zeit des Nationalsozialismus zur Militärluftfahrt. Das, was Sie eben gerade im Bild sahen, das ist der Raketenantrieb zur Messerschmitt 163, die Sie jetzt sehen. Das erste raketenstrahlgetriebene Flugzeug der Welt. Das Deutsche Reich hatte zwei Standard-Kampfflugzeuge. Das eine steht hier, es ist eine Focke-Wulf FW 190 und das Pendant wäre dann die Messerschmitt 109 gewesen. Wenn die Kamera etwas nach oben schwenkt,
dann sehen Sie einen Marschflugkörper, ebenfalls aus Nazi-Deutschland konstruiert. Die Kamera schwenkt noch einmal von dem, was ich eben als Marschflugkörper bezeichnet habe. Die Fachleute von Ihnen haben es längst als V1 identifiziert. Hinüber zu einer CASA C2-111B. Diese CASA ist ein spanischer Lizenznachbau der deutschen Heinkel 111. Und dieses Flugzeug war in diesem Falle im Zusammenhang mit der V1 interessant, weil es gab in Peenemünde Versuche und Überlegungen, die Reichweite der V1 mit Hilfe der Heinkel HE 111 zu verlängern, indem die Heinkel, die Träger, die Rakete zunächst einmal einige 100 Kilometer weit getragen hätte, bevor sie dann zum Abwurf gekommen wäre. Dieses Flugzeug, was Sie hier sehen, hat eine ganz bemerkenswerte Karriere hinter sich. Es war nämlich ab 1918 als Militärflugzeug eingesetzt. Es war im Erdkampf und als Begleitflugzeug eingesetzt. Später dann als Postflieger und auch schon als Flugzeug für Personenbeförderung. Es passte zwar nur ein Fluggast rein, aber immerhin. Das Flugzeug gilt damit als das älteste Verkehrsflugzeug Deutschlands. Das, was Sie hier sehen, ist das Flugbuch des Flugplatzes Gatow. Spannend an diesem Buch ist, dass es bis zum Oktober 1942 von der deutschen Luftwaffe geführt wurde, danach nicht mehr, obwohl noch geflogen wurde. Und später die britische Royal Air Force einfach eine Seite umgeblättert und das Flugbuch dann weiter benutzt hat. Die haben dieses Buch geführt von Juli 1945 bis Oktober 1946. Liebe Zuschauer, das war ein erster kleiner Überblick über das Militärhistorische Museum der Bundeswehr, Flugplatz Berlin-Gatow, wie es ganz offiziell heißt. Wenn Sie Interesse haben, wenn Ihre Neugier geweckt ist, dann kommen Sie her, schauen Sie sich um, es macht wirklich Spaß. Das, was wir Ihnen gezeigt haben, war ein ganz, ganz kleiner Ausschnitt von ganz vielen Dingen, die es hier zu sehen gibt. Es soll in den nächsten Jahren einiges Geld in die Hand genommen werden, um das Ganze noch weiter zu modernisieren, um andere Exponate, mehr Exponate, auch um noch zu restaurieren, damit einfach noch mehr gezeigt werden kann. Das ist die eine Seite. Und das zweite ist, was ich Ihnen unbedingt ans Herz legen möchte, der 4. und 5. September 2021. Da soll nämlich voraussichtlich das nächste Sommerfest hier stattfinden. Kommen Sie raus, es macht richtig Spaß. In diesem Sinne, danke fürs Interesse und bis bald. Tschüss.